Oh, hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid, hier bei mir in der Werkstatt. Ich wollte jetzt eigentlich in den Einbauschränken noch die Regalböden einsetzen. Aber wenn ihr jetzt schon mal da seid, dann kann ich euch auch erzählen, wie ich die Schränke gebaut habe. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Die Korpusteile sind jetzt alle zugeschnitten, also auf Länge und auf Breite. Weiter geht es jetzt mit der Nut für die Rückwand. Dazu müssen wir erstmal den Fräser wechseln. Ich nehme da dazu einen 10 mm Falzfräser. Der reicht jetzt für das Vorhaben völlig aus. Die Tiefe stelle ich jetzt ungefähr die Hälfte von den Teilen ein und den Rest kommt dann später. So, den ersten Versuch habe ich jetzt schon mal grob eingestellt. Dann gucken wir, wie es passt. Als Rückwand habe ich hier diese 6 mm MDF vorgesehen. Ja, ich fräse jetzt einfach mal Probe und dann gucken wir, ob es passt.
Sehr gut. So, das sind jetzt die oberen und unteren Querbretter. Und hier sieht man jetzt nochmal die Nut, die ich gerade gefräst habe. Wie gesagt, durch den Anschlag, den ich jetzt auf der linken und auf der rechten Seite vom Frästisch gemacht habe, habe ich bei allen Brettern die gleichen Abstände vom Rand und muss nicht befürchten, dass ich bei einem Brett eventuell mal rausfräse oder einen unterschiedlichen Abstand kriege. Weiter geht es jetzt mit den aufrechten Brettern. Bevor ich jetzt aber die Löcher für die Zwischenböden bohren kann, muss ich mir erstmal überlegen, was ich denn für Topfbänder für die Türen benutze. Da gehen wir jetzt mal ans Sammelsurium und gucken mal. Ich habe da so einen schönen Eimer mit allen möglichen Topfbändern, die ich von Möbeln oder was auch immer abnehme, weil die kann man ja mal gebrauchen. Das sieht doch gut aus. 6. Perfekt. Das reicht wunderbar für die 3 Schränke. Wir müssen jetzt allerdings bei den Bändern jetzt hier drauf achten, weil das sind jetzt Bänder, bei denen ist die Tür innenliegend im Schrank. Das heißt, wenn jetzt das Band so an der Tür dran wäre, sitzt die Tür quasi im Schrank drin. Und dabei ist eben zu achten, dass dieser Abstand hier die Tür mit berücksichtigt. Das heißt, normalerweise haben wir von diesen Schrauben bis zur Schrankvorderkante 37 mm. Dadurch, dass wir jetzt allerdings die Tür mit berücksichtigen müssen, wird jetzt dann die Stärke der Tür dazu addiert. Das heißt, wir haben in meinem Fall die 37 mm plus die halbe Stärke von der Tür, weil ich an den Schrank vorne nochmal Deckleisten drumherum machen möchte, damit wenn er jetzt in der Wand drüben verschwindet, sauber zu ist. Dementsprechend 20 mm haben die Platten, halbe Materialbreite wären 10 mm. Somit haben wir hier ein Maß von 47 mm von der Vorderseite. Den Abstand jetzt von dieser Linie zu dieser Bohrlinie dann auf der Rückseite ist dann immer ein Vielfaches von 32. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wir hätten jetzt hier eine Breite von 21,8. Wir nehmen dann einfach 100
192, das wäre dann hier, wäre dieses Maß. Das stellen wir uns jetzt hier einfach ein. Und haben dann hier auch unsere Linie für die Maße hier hin. So, jetzt geht es natürlich noch um den Abstand hier von diesen Bohrungen. Normalerweise, wenn es jetzt ein Schrank ist, der jetzt industriell gefertigt wird, dann werden die Schrankmaße nach dem Bohrsystem mehr oder weniger ausgerichtet. Da ich jetzt allerdings hier keinen Schrank von der Stange habe, teile ich mir jetzt einfach hier das Brett in der Mitte. Machen wir den Mittelstrich drauf, das wären 29. Und gehe jetzt von diesem Strich mein 32er Lochmaß, brauche ich mal meinen Spickzettel. Mein 32er Lochmaß von nach unten und nach oben weg. So, was haben wir da? Und dadurch, dass ich das jetzt halt in der Mitte gemacht habe, ist es jetzt egal, ob jetzt das Brett so rum oder so rum drehe. Ich habe die Maße zentriert. Und so kann ich jetzt dann auch hergehen und kann mir dann die Mittenmaße für die Topfbänder entsprechend anzeichnen. Das werde ich jetzt in dem Moment auch gleich machen. Das heißt, ich gehe dann her, ich nehme von dem Maß die Mitte. So habe ich jetzt auch schon das Maß für mein Topfband, wo ich dann letzten Endes die Tür bohren kann. So, und damit ich nicht jedes Mal von neuem irgendwie anreißen muss, übertrage ich mir jetzt hier einfach die ganzen Maße auf diese Leiste. Die kann ich jetzt dann immer an den Brettern anhalten. Einfach übertragen. So, ich zeichne jetzt die ganzen Bretter an und zum Bohren hole ich euch dann wieder dazu. Gut, Anschlag ist eingestellt, Tiefenstopf ist eingestellt. Jetzt kann ich die 12.000 Löcher bohren. Gebohrt sind sie jetzt alle. Dann würde ich sagen, zwingen wir mal einen Korpus zusammen, damit ich die Rückwand messen kann. Ich hätte doch schwächere Federn nehmen sollen für die Klemmern. Gut, dann schneiden wir die Rückwände.
Bevor wir die Korpusse jetzt zusammenschrauben, werde ich jetzt sie einmal durchschleifen. Durchgeschliffen habe ich jetzt alles. Ich werde jetzt die Einzelteile noch auf der Innenseite lackieren, weil es lackiert sich einfach besser, wenn die Schränke auseinandergebaut sind. Weiter geht es dann jetzt mit den Querbrettern zum Lackieren, aber bevor ich die lackieren kann, klebe ich jetzt hier außen noch einen Kreppbandstreifen drauf, damit, wenn ich später die Schränke zusammenleime, mir auch hier der Leim hält, weil auf dem Lackierten hält mir kein Leim. Und dazu nehme ich ganz normales Kreppband, 15 mm breit, und das kommt einfach da drauf. Erster Korpus ist fertig, allerdings habe ich den Leim vergessen, aber auseinanderschrauben tue ich den jetzt nicht mehr. Ich baue jetzt die anderen beiden Korpusse zusammen, allerdings mit Leim, und wenn das passiert ist, dann sehen wir uns wieder. Weiter geht es dann jetzt mit den Deckleisten, die um den Korpus drumherum kommen. Und zwar habe ich ja diese Deckleisten geschnitten und die kommen jetzt hier so außenrum drauf. Die Leisten haben wir jetzt geschnitten und jetzt klebe ich die restlichen drumherum. Während es jetzt hier vor sich hin leimt, gehe ich schon mal rüber und schneide noch schnell die Türen zurecht. Der Anschlag, der ist richtig klasse. Vor allen Dingen jetzt auch mit der Erweiterung, die ich jetzt noch gebaut habe, kann ich wiederholgenaue Schnitte mit der Schiene machen. Das ist einfach genial.
Die Leisten um die Türen drumherum habe ich jetzt alle zugeschnitten und jetzt kleben wir sie dran. Ich habe mir jetzt hier so ein kleines Abschnittstückchen hingeklebt. Das nehme ich jetzt als Anschlag für die erste Leiste. Das heißt, Leim drauf, jetzt kann ich die erste Leiste hier dran kleben und dann einfach ringsum die restlichen Leisten nacheinander einbringen. So, die erste Tür ist jetzt verklebt. Jetzt kümmere ich mich noch um die restlichen 5 anderen Türen und dann, wenn das geklebt ist und ich das schleifen kann, dann sehen wir uns wieder. Gut, geleimt sind sie. Ja, jetzt haben wir die Kanten außenrum dran. Jetzt werde ich mit der Kantenfräse und einem Bündigfräser noch die Überstände von den Leisten abnehmen und dann kann ich die Löcher anreißen für die Topfbänder zum Bohren. Gut, weiter geht's jetzt mit dem Anreißen und dem Bohren der Topfbänder. So, dann gucken wir mal. Haben wir da 2 Türen. Welche nehmen wir außen? Da ich sowas mit einem Ast gerne als sichtbar haben möchte, ist das jetzt bei mir schon mal die Außenseite. Und bei dem, da hätte zwar auch ein Ast, aber der ist ausgespachtelt, also nehmen wir den für innen. So, das heißt, wir haben unsere Außenseite festgelegt, heißt, wir bekommen einmal auf der Seite die Löcher für die Topfbänder und einmal auf der Seite für die Topfbänder. So, dann nehmen wir dann einfach mal das als Unterseite an und dann messen wir uns die Mitte. Die Mitte ist, wir haben da eine Gesamtlänge von 57,7, dann ist die Hälfte 28,85. So, einmal hier. Ja, passt. Dann nehmen wir uns einen Winkel. Und übertragen uns diese Mittellinie. Die haben wir jetzt angerissen. Und dann haben wir ja noch unsere Leiste, die wir von den Schrankseitenteilen haben. Das heißt, wir können jetzt einfach hergehen. Wir legen unsere Leiste Mitte an und dann können wir uns die Mittellinie, die wir beim Schrank schon ermittelt haben, für die Topfbandbohrung anzeichnen. So, dann ziehen wir da unseren Strich und hier unseren Strich. Dann stellen wir uns noch unser Streichmaß ein auf 17 mm.
da 17 mm der Bohrabstand bei diesen Topfbändern ist. So. 17. So, einmal. Für die Topfbänder zu bohren, braucht man einen 26er Forstner Bohrer. Und damit ich das Loch besser treffe, habe ich sie vorgekörnt. Passt einmal frei. Ich muss jetzt allerdings hier an dieser Kante ungefähr eine 2 oder 3 mm Faser dran machen, weil die Tür ein kleines bisschen zu stark ist. Aber da machen wir jetzt eine Faser außenrum, dann sieht es mit der Tür auch ein bisschen schöner aus und das passt. Also, wie gesagt, Türen kriegen jetzt noch eine Faser außenrum dran und dann geht es an Schleifen von den Türen, an Streichen von den Türen und wenn das passiert ist, dann sehen wir uns wieder. Die Bretter sind jetzt geschliffen und jetzt werde ich sie lackieren. In der Zeit, wo die Sachen jetzt trocknen, kümmern wir uns mal um die Türgriffe. Ich habe ja von den Leisten, die ich für die Türen vorne gemacht habe, habe ich noch so Abschnitte übrig. Und aus denen werde ich jetzt die Türgriffe noch machen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich diese Türgriffe ungefähr 2 cm breit und ungefähr 3 cm hoch mache und die dann so schräg abschneide, so dass wir dann da so einen schönen Griff kriegen. So, jetzt schneiden wir die erste Gärung an den Griff dran und dann habe ich mir diesbezüglich hier diese Hilfsleiste geschnitten. Die kommt dann später an den Anschlag dran, um die zweite Gärung zu schneiden. Aber jetzt schneiden wir erstmal die erste Gärung und dann geht's weiter. Und damit ich jetzt die zweite Gärung schneiden kann, kommt jetzt diese Führungsleiste, die ich mir vorhin geschnitten habe,
hier an den Anschlag dran. Und dann kommt meine Leiste, die ich mir vorher geschnitten habe, mit der gärungsgeschnittenen Kante an diesen Anschlag dran. So quasi habe ich jetzt wieder ein komplett rechtwinkliges Stück Holz. In dem Moment, wo ich jetzt dann den Anschlag ranfahre und mir die Breite einstelle, kann ich die Leisten einfach nachschneiden. Jetzt, wo die Griffe und die Türen getrocknet sind, können wir die Türen bohren und die Griffe montieren und auch gleichzeitig die Topfbänder. Das sind jetzt die Griffe. Ich habe sie übrigens noch ein bisschen gekürzt, weil die waren mir zu lang. Jetzt gucken wir am besten mal, wo wir die hinsetzen. Dann würde ich sagen, wir setzen sie, dahin. Ja, ich glaube, das passt. Ich glaube, das sieht gut aus. Dann kleben wir da mal ein Kreppband drauf. So. So, dann setzen wir das mal da hin. Was nehmen wir da ungefähr? Ja, ich würde sagen 3 cm für die Mitte. Ja, passt. Dann zeichnen wir hier noch die Mitte von der Tür an. Das waren 28,85. So, und der hat 7 Bohren. Und Bohren tun wir eine, ich würde sagen 1,5 von außen. So, achso, die Mitte 3,5. So, das heißt, wir kriegen hier eine Bohrung rein und da eine Bohrung. So, dann stellen wir das ein. Für die Türen habe ich mir jetzt am Bohrmaschinenstand einen Anschlag gebaut und da können wir jetzt alle Türen bohren, ohne dass wir sie alle anreißen müssen.
Ich habe jetzt gestern Abend, als die Kamera schon aus war, ist mir dann noch eingefallen, ich brauche ja noch Einbauschränke. Ich brauche ja auch noch Einlegeböden. Also habe ich dann gestern Abend noch aus einer USB-Platte 3 Einlegeböden zurechtgeschnitten, habe dann vorne wieder die Kante von dem Fensterholz draufgeklebt und habe sie jetzt aktuell lackiert. Ich habe erstmal nur 3 von den Einlegeböden geschnitten, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie ich die Einteilung in den Schränken mache. So habe ich gesagt, okay, ich mache erstmal 3 Stück, kann ich einen in die Mitte reinmachen, kann gucken, okay, wie komme ich hin. Notfalls sind immer noch mal Einlegeböden zurechtgesägt. Solange jetzt der Lack trocknet von den Einlegeböden, würde ich sagen, wir gehen rüber in den anderen Raum und setzen die Korpusse von den Schränken schon mal rein, montieren die Topfbänder und bauen sie zusammen. Hier haben wir jetzt die Korpusse. Die sind jetzt auch von der Außenseite zweimal lackiert, sodass die auch von der Außenseite sich zum einen geschützt sind und zum anderen nicht verziehen können. Dann habe ich aus den Abschnitten von diesen Deckleisten noch 3 Anschläge für die Türen geschnitten. Die schrauben wir dann später hier so rein, damit einfach die Türen angeschlagen werden können. Aber jetzt würde ich sagen, bauen wir die Korpusse erstmal in die Wand. So, das ist sie jetzt, meine gute Wohnzimmerwand. Ja, man könnte fast denken, es ist ein Wohnzimmer. Ich werde jetzt die Schränke noch mit der Wandkonstruktion verschrauben. Das heißt, ich benutze die ersten Bohrlöcher von den Regalbodenbohrungen, weil hier oben wird mit Sicherheit kein Regalboden reinkommen. Das heißt, ich werde es jetzt einmal hier seitlich mit der Konstruktion verschrauben und einmal hinten an der Trägerlatte von der Konstruktion, die mit der Wand verschraubt ist, so dass ich eine schöne, stabile Konstruktion von den Schränken habe. So, jetzt bauen wir die Montageplatten für die Topfscharniere in die Schränke ein. Diese Schrauben hier, die in diesen Montageplatten drin sind, sind extra so gemacht, dass die in diese 5 mm Bohrungen für die Zwischenböden einfach perfekt reinpassen kann. Das heißt, man braucht keine separaten Löcher bohren, man bohrt einfach diese 32 mm System einfach durchgehend nicht durch und dann kommen diese Schrauben einfach rein. Gut, und jetzt können wir die Türen reinsetzen.
Wunderbar. Türen sind jetzt dran. Jetzt machen wir noch den Türanschlag dran, damit die Türen sauber zu sind. Ich habe jetzt mein Streichmaß auf 20 mm eingestellt und jetzt reiße ich da oben ein kleines Strichchen an, damit ich die Abstandshölzer auf 20 mm einstellen kann. Und um jetzt die Mitte zu kriegen, mache ich einfach eine Tür zu und zeichne mir ein Strichchen. Ja, so war das mit dem Bau von den Schränken. Mir persönlich hat der Bau super viel Spaß gemacht, gerade weil es halt auch mal was anderes ist. Aber zurück zum Anfang. Ich wollte ja eigentlich hier in die Schränke die Einlegeböden reinsetzen und das machen wir jetzt. Für die Einlegeböden benutze ich ganz normal diese Bodenträger und für den Anfang werde ich jetzt einfach die Regalböden mal in die Mitte von die Schränke setzen. Umsetzen kann ich sie dann immer noch. Das sind ganz normale USB-Platten, die ich vorne wieder mit einer Kante von dem alten Fenster versehen habe. Das sind sie jetzt dann, meine Einbauschränke in Wohnzimmeroptik. Also ich bin super begeistert von der Optik, so wie sie jetzt aussehen. Gerade jetzt auch mit den Meranti-Leisten, die da vorne drum sind, beziehungsweise um die Türen drumherum. Ebenso wie die Griffe. Im nächsten Teil kümmern wir uns dann mal um dieses Loch noch da vorne. Da zersägen wir dann einen Schrank. Wenn ihr also wissen wollt, wie das dann weitergeht, am besten abonnieren, Glocke nicht vergessen, so kriegt ihr immer mit, wenn es von mir ein neues Video gibt. Wenn euch das Video jetzt heute gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht lasst ihr mir auch heute schon ein Abo da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video von mir wieder. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restwoche und sage Tschüss, euer Kai.